schön hier. Wir hoffen, 2, 3 Tage bleiben zu können. Der Wind dreht. 27 Knoten mit 1,5 Meter Welle. Wir wären nicht wir, wenn wir nicht plötzlich Sachen wieder umschmeißen würden, die wir lange, lange durchdiskutiert haben. Guten Morgen. Wir sind in Ramla al-Hamra oder so. Also alle Malteser mögen mir verzeihen, mein Maltesisch ist nicht besonders gut. Das heißt übersetzt der Strand mit dem roten Sand. Man sieht auch warum. Und ja, es ist traumhaft schön. Eine ganz tolle Bucht. Sehr zu empfehlen, wenn totale Windstille ist. Bei südlichen Winden kann man hier ganz gut liegen. Alles andere, ja, also nördliche Winde und alles drumherum ist absolut nicht zu empfehlen. Aber so ist es wirklich das, was wir gesucht haben, was wir jetzt echt brauchen nach den letzten paar Tagen. Das war wirklich ziemlich heftig gewesen. Es ist schön hier, es ist ruhig und wir hoffen, 2, 3 Tage bleiben zu können. Maintenance. Wir machen ja gerade Wasser und der Wassermacher war über den Winter gepickelt, das heißt mit Chemikalien versehen, damit er nicht zu algt oder sowas. Korrekt, Christoph? Ja, genau. Christoph nickt. Damit er nicht verkeimt. Damit er nicht verkeimt, genau, das war das gesuchte Wort. Und das muss man erstmal rausspülen. Eine ganze Weile. Das heißt, es bleibt ganz schön viel nicht trinkbares Nutzwasser übrig. Und jetzt putzen wir hier mal so ein bisschen das Salz endlich mal ab. Christoph hat vorhin schon die Solarpaneele fertig gemacht und jetzt haben wir gerade das Achterdeck gewischt. Das ist schön. Ja, im Cockpit hat sich auch so viel Staub und Dreck angesammelt durch das ganze Segeln. Wir sind ja die ganze Zeit irgendwie weiter gehetzt und in den Rillen, in den Ablaufrillen lagen überall Staubmäuse drin und Staub und Kekskrümel und sowas alles. Es ist schön, wenn man mal Wasser im Überfluss hat, weil das ist ja echt selten. Wollen wir vorne noch mal ein bisschen was machen? Ja, das machen wir. Weil hinten ist jetzt, glaube ich, gut. Ich habe auch die Laufwege noch abgeputzt. Sehr gut. Und das ist übrigens unsere Drecksfeudel. Wir haben einen für draußen und einen für drin. Genau, das ist der für draußen. Ja. Und da die Strompaneele habe ich gerade sauber gemacht. Das sind 840 Watt. Die habe ich auch sauber gemacht. Die haben jeder 110 Watt. Aber man sieht, der da ist in der Ecke verschattet. Der bringt also nicht voll jetzt im Moment. Der bringt aber voll. Der hat auch 110 Watt. Also haben wir in Summe 1000 Watt und der Wassermacher verbraucht, glaube ich, 1600 Watt. Jedenfalls haben wir eine Nettoentnahme gerade aus der Batterie von 70 Ampere-Stunden. Das ist ja ein 230 Volt Gerät mit 140 Liter Frischwasser in der Stunde. Das heißt, er braucht auch echt viel Energie, um den Druck aufzubauen. Da müssen wir ein bisschen Wasser drüber laufen, nach vorne. Über die Ankerwinde. Ja, über das Eck hier vorne an der Anker. Ach so, ja, weil da die salzige Kette immer hochkommt. Ja. Ja. Du kannst das Wasser gerne ausgießen, weil ich habe genug Frischwasser im Moment. Das läuft gleich wieder über. Soll ich den dann einmal auskippen? Nee, also du kannst den Eimer da vorne reinkippen, das gerne. Aber hier, die Luken sind auf, da geht das Wasser nur rein, das wollen wir nicht. Boah, ist aber ganz schön dreckig geworden. Guck mal, total Ja, eben, kreidig. das ist alles im Dings. Ja. Das ist alles im Feudel. Da ist auch gerade noch der Schlamm von Syrakusa, ne? Ja, genau. Den nehme ich den mal weg, den brauche ich gleich wieder. Der Wecker erinnert mich daran, dass ich
jetzt 20 Minuten dieses Brauchwasser produziert habe. Und jetzt will ich nochmal das Wasser probieren, bevor ich es dann endgültig rein tue. Wir hatten es vor 10 Minuten schon mal probiert, da hat es noch ein bisschen nach Chemikalien geschmeckt. Wir haben den Wassermacher noch so halb fliegend installiert, das heißt, die Schläuche und den Strom, den legen wir immer nach unten. Der Wassermacher selber ist aber mit seinen Membranen fest montiert. Die Membranen sind da hinten, diese weißen Rohre. Da wird das eigentliche Trinkwasser drin gemacht. Ja, jetzt ist gut. Jetzt kann ich umstecken in den echten Tank. Und jetzt können wir so lange Wasser machen, bis entweder die Bucht leer ist oder unsere Batteriebank. Ich zeige euch trotzdem mal kurz die Batteriebilanz. Also das hier ist der Blick auf unseren Schand. Hier oben sieht man den Verbrauch. Das sind 68 Ampere. Und das ist eben der Verbrauch nach allem, was jetzt gerade noch läuft. Wir haben eine 400 Ampere-Stunden Batterie. Das heißt, wir könnten theoretisch das Ganze jetzt noch 4 Stunden lang laufen lassen, wenn die Sonne so bleibt. Und das wiederum bedeutet, 4 mal 140 wären 560 Liter. Das ist eine ganze Menge, ne? Und wie geht es mit diesem Paradies weiter hier? Das kommt darauf an, wie sich der Wind entwickelt, weil wir hier Starkwind von Richtung Pantelleria bekommen. Also das ist genau da. Genau. Von da kommt der Wind rein. Und das wird hier ja, sehr unangenehm werden und deswegen haben wir uns jetzt für eine Bucht auf Malta entschieden, auf der wir das abwettern. Die kennen wir. Wir wissen, es ist schwierig, einen Platz zu finden, aber wenn man einen Platz hat, ist sie gut. Und da wollen wir dann hin und dann wissen wir noch nicht, wie es weitergeht. Aber jetzt erstmal die nächsten Tage noch genießen. Ist gerade so schön hier, echt. Ein absoluter Traum ist das hier. Also wenn es nach uns geht, könnten wir hier jetzt tatsächlich noch ein paar Tage bleiben. Wir haben uns jetzt richtig erholt die letzten 2, 3 Tage. War das überhaupt so lang? Ich glaube, es waren jetzt 2 Tage. Aber wie das immer so ist, der Wind dreht. Er wird ab morgen von da kommen mit 27 Knoten, was an sich nicht so viel ist, aber mit 1,5 Meter Welle und mehr. Bis zu 1,8 Meter geht das hoch und da können wir hier nicht mehr liegen. Wir haben jetzt lange diskutiert, ob wir vor dem Wind Richtung Licata fahren sollten, was bedeutet recht viel Motoren. Dort liegt noch Post. Und wir müssen noch 1, 2 wichtige Besorgungen dort machen. Aber ja, wir haben uns dazu entschieden, dass wir noch bleiben möchten. Wir werden jetzt heute Nachmittag nach Melilla Bay fahren. Es ist vor den Winden, die jetzt kommen, sehr geschützt. Sie hat nicht den besten Ankergrund, deswegen fahren wir heute Nachmittag schon, weil die Winde kommen erst morgen gegen Mittag, Nachmittag oder Abend sogar. Aber wir möchten gerne einen guten Platz bekommen und deswegen werden wir jetzt heute Nachmittag fahren.
Das ist der Grund, weswegen wir gestern hierher gesegelt sind. Wir hatten sehr schönes Segeln hierher. Wir hätten noch Stunden so weitermachen können. Es ist stärkerer Wind angesagt für heute Nachmittag und morgen. Also es geht jetzt langsam los. Er kommt im Moment noch von da, dreht dann aber ein bisschen rum. Und ja, schauen wir mal, ne, wie es sich entwickelt. Wenn wir Pech haben, bekommen wir hier auch noch Freitag auf Samstag Schwellrein einen halben Meter. Aber es gibt auf der Insel fast keinen Platz, wo wir uns vor dem Schwell schützen können, weil dadurch, dass der Wind ja dreht, wird es einfach von irgendwann mal irgendwo Schwell sein und ich befürchte, wir müssen da einfach durch. Ansonsten ist das hier Melilla Bay oder wie sich das nennt. Das ist die allererste Ankerbucht, auf der wir letztes Jahr hier zum ersten Mal auf Malta angekommen sind. Das fanden wir sehr schön hier. Es ist auch immer noch sehr schön, aber es hat sich tatsächlich was getan. Also diese Baustelle, die war letztes Jahr tatsächlich noch nicht da. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass da so eine Großbaustelle war. Ich glaube, das ist der größte Ankerplatz, den wir je hatten. Also jedenfalls von der Welle und vom Schutz her. Ja, genau, von der Welle und vom Schutz, also vom Lärm nicht. Wir sind hier in der Melilla Bay auf Malta und hier hinten ist so eine ganz langgezogene Kurve und man hört hier die ganzen 12-Zylinder aufheulen. Jetzt gucken wir mal, was auf uns zukommt. Wir haben reichlich Kette liegen. Wir hatten noch mal überlegt, einen anderen Platz aufzusuchen, aber es ist egal, wo wir hingehen, es wird überall irgendwie blöd werden. Wir stecken echt viel Zeit und Energie in jedes Video. Immer irgendwo unterwegs, auf engstem Raum. Wenn du magst, was wir machen und ein bisschen mehr Einblick willst, bei Patreon gibt es Videos vorab, ganz ohne Werbung, Bonusmaterial und auf manchen Stufen auch persönliche Updates oder ein Call mit uns. Schau gerne mal vorbei, den Link findest du unten in der Beschreibung oder oben im Video. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Und danke an alle, die schon mit an Bord sind, das bedeutet uns wirklich viel. Der Wind ist vorbei. Wir lagen hier super windgeschützt. Wir hatten hier so 20, 25 Knoten in Böen. Also war wirklich gar nichts. Wir hatten den Schwell, die Dünung seitlich. Und es waren so 1, 2 Momente dabei. Da habe ich gedacht, so jetzt kippt mal auf. War echt heftig gewesen. Später sind wieder die Jetski- und Motorbootfahrer schlimmer als jegliche Dünung, die es hier gibt. Wir lagen in der Melilla Bay zum Schutz vor Starkwind. Und nach 2 Tagen wurde es Zeit, an Land zu gehen und uns die Stadt anzuschauen. Melilla liegt oben auf einem Hügel und sie hat eine Geschichte, die man ihr von unten überhaupt nicht ansieht. Es gibt erste Siedlungsspuren von 3000 vor Christus und eine Höhlenkirche, die auf den Schiffbruch des heiligen Paulus zurückgehen soll. Aber irgendwann im 16. Jahrhundert war die Stadt plötzlich fast leer. Die Osmanen haben Malta mehrfach attackiert,
Melieha lag als erste Landestelle direkt im Weg. Die Leute zogen weg ins sichere Landesinnere. Erst die Briten haben Melieha im 19. Jahrhundert wieder besiedelt. Wenn ihr mal in der Bucht liegt, nehmt euch die Zeit und schaut euch die Stadt an. Und da sich das Wetter wieder beruhigt hat, lichten wir den Anker und segeln zurück nach Gozo in die traumhafte Bucht Iramla. Wir wären nicht wir, wenn wir nicht plötzlich Sachen wieder umschmeißen würden, die wir lange, lange durchdiskutiert haben und wo wir uns für entschieden haben. Wir sind heute Morgen in Melieha losgefahren und wollten zurück nach Gozo, weil da war es so schön und das hat uns so gut gefallen. Und auf dem Weg nach Gozo, das war auch schön, das hat uns auch gut gefallen. Es war nämlich schöner Wind und wir konnten richtig gut segeln. Und dann hat der Christoph, wie er so ist, nochmal in Windy reingeguckt, in die Windvorhersage und meint, du, der könnte uns aber tragen bis nach Trapani, der Wind. Wir könnten jetzt eigentlich direkt durchfahren. Ja, also ich habe einen Stopp eingelegt, also direkt durchfahren wollte ich nicht, weil wir hatten echt nur eben schnell zusammengepackt, um in die nächste Ankerbucht zu fahren. Und jetzt? Ja, jetzt sind wir losgefahren. Also wir haben in der Ankerbucht kurz provisorisch gehalten, haben einfach nur Anker geworfen, haben uns nicht weiter darum gekümmert, haben eine Stunde Pause gemacht, sind ein bisschen baden gegangen und so. Und haben uns das Wetter nochmal in Ruhe angeguckt. Marion sagte ja nach Trapani, also wer das jetzt nicht einordnen kann, wenn du Malta hier unten hast und da oben hast du Sizilien, dann ist das praktisch genau gegenüberliegende, also die Westecke von Sizilien. Und der Wind ist eigentlich immer von Westen kommend. Das heißt, das ist echt schwer dorthin zu kommen. Und wir haben jetzt ein Wetterfenster, was bis auf eine kleine Nachtflaute uns wahrscheinlich komplett durchträgt. Und das sind immerhin 130 Meilen. Und das wäre uns echt recht, wenn das klappen würde, weil ansonsten bedeutet das 24 Stunden Motoren. Das will natürlich keiner von uns. Und wir hätten uns jetzt sehr auf eine Woche in der Blauen Bucht gefreut, um uns zu erholen. Aber jetzt fahren wir halt weiter. Wir müssen ja den Wind nutzen. Wir fahren 6 Knoten, gerade waren wir bei über 7 Knoten. Also super Bedingungen, 12 Knoten, halber Wind. Perfekt. Wir hatten uns auf das Wetter jetzt für die nächsten Tage angeschaut und es kommt halt so schnell auch nichts Vergleichbares. Wir sind losgefahren und wir werden jetzt nach Sizilien fahren und wir wissen noch nicht so genau, wo wir ankommen.